Good morning. Laten we het eerst de Dietsche beker nemen. Draaien nummer 21. Nummer 21. Wie siehst ein Sabbatglocken klang durch Berg und Tal dahin, da singet man die Christenheit zur Kirche freilich ziehen. Wir gehen zum Hause Gottes hin und wollen Jesu Love mit anderen noch erhöhen. Dort hört man Evangelium, was Gott für uns getan. Man sagt zu des Erlösers Ruhm, dass nur helfen kann. Wir gehen zum Hause Gottes hin und wollen Jesu Lob mit anderen noch erhöhen. Wie lieblich ist im Gottes Haus ein Vorschmack jener Welt. Dort geht man immer mehr hinaus im himmlischen Gezelt. Wir gehen zum Hause Gottes hin und wollen Jesu Lob mit anderen noch erhöhen. Nummer 58. Nummer 58. Mehr von des Heilands Liebe und Gnaden. Mehr von des Heilands Liebe und Gnaden. Mehr von dem Heils- und Liebesrat. Mehr von dem Wesen meines Herrn. Mehr von dem Heiland wüsst ich gern. Mehr von dem Heiland. Mehr von dem Heiland. Mehr von der Liebe meines Herrn. Mehr von dem Heiland wüsst ich gern. Mehr von der Wahrheit fest im Wort, mehr von der Gnade treu im Hort, mehr von der Liebe hellem Stern, mehr von dem Heiland wüsst ich gern. Mehr von dem Heiland, mehr von dem Heiland, mehr von der Liebe meines Herrn, mehr von dem Heiland wüsst ich gern.
an dem Tag der Seligkeit, frei von der Sünde, Schmerz und Leid, mehr von der Huld, die uns nie fern, mehr von dem Heiland wüsste ich gern, mehr von dem Heiland, mehr von dem Heiland, mehr von der Liebe meines Herrn, mehr von dem Heiland wüsste ich gern. Wollen wir die englische Beker nehmen? Number 141. Thy word have I hid in my heart. Thy word is a lamp to my feet, a light to my path alway, to guide and to save me from sin, and show me the heavenly way. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. Forever, O Lord, is thy word, established and fixed on high. Thy faithfulness unto all men abideth forever nigh. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. At morning, at noon, and at night, I ever will give thee praise, for thou art my portion, O Lord, and shall thee through all my days. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. Through him whom thy word hath foretold, the Savior and morning star, salvation and peace have been brought to those who have strayed afar. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. Good morning. Hymn Psalm 20,
Auf Asab ist das gesagt, du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe, erscheine, der du sitzest über dem Cherubim. Erwecke deine Gewalt, der du vor Ephraim, Benjamin und Manasse bist, und komm uns zu Hilfe. Gott, tröste uns, lass uns leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Turn us again, O God, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Grace in jeder meinem, en Jezus in Namen hier vandaag. Nu een tijd van, wo wir nicht das versammelt haben, nu ook nog nichts zu tun, als wir gewarnt sind, aber dann noch sind wir hier Meier taub. Und hier sitzt so, sagt Gott, sagt Asab, sagt Gott tröste uns. Hier seht ihr, turn us again. Ich denke an das Psalmistus, met de gedanke dat zij niet helemaal dat haar kunt zo haar, zodat we de gleiche te haar. En ik geloof wie bij een manchmal dat dit al taub, andermal persoonlijk. Dan zijn er die dingen wat ons niet gevallen. En wat doen we dan door met? En van ons morgens, wel wie ook met Asap taub zei, Gott tröste uns, lass uns leuchten dein Antlitz. Want wie Gott zijn Antlitz, want Gott zijn Augen, Gott zijn Antlitz, wenn wir dort seine kennen, dann sagt er hier so klar, so genesen wir, dann sind wir okay. Wenn wir kennen Gott im Angesicht checken, dann sind wir okay. Und das ist was wir wollen sein, wir wollen okay sein, so genesen wir. Herr Gott, sei Gott, wie lange willst du zöllnen bei dem Gebet deines Volks? Du speisest sie mit Tränen Brot und tränkest sie mit großem Maß voll Tränen. Du setzest uns unseren Nachbarn zum Zank und unsere Feinde spotten unser. Gott sei Gott, tröste uns, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Wann hier das so sein kann, das besieht dran, ist das gleich alles so okay, dann sagt er, Wara, lass uns den Angesicht sein, dann sind wir okay. Und das ist, wo meine Gedanken von herkommen, das sind meine Psalmen, ich las den Habakuk, wo du mir so handrehen, du lese wie von, dort, Irmel van, dat die Schrijver muss man ganz krak oprechtig werden und sagen mal, mir gefällt es nicht, ich leicht es nicht, und sie sagen, Gott, dann wird so wiese, der schicke mal Gott, dort ist das stimmt was nicht, jetzt wird nicht recht tau, das ist nicht so, es soll sein. Und dann aber gewöhnlich der Psalm, was uns dort was hat, der hat in dem Psalm oder im nächsten Psalm, da sind dann, die sieht, wann ben, ich drehe mich noch Gott, und dann lobt er Gott, dat so sehr klar zu sein, wo er seine Hand angeholt hat. Dat so klar zu sein, wo die Habakuk, der Prophet, wo die Psalmisten dort hat, dat so klar zu sein, dass sie will angesagt nur Gott drehen. Ich will noch was wiederholen, was wir hier singen, mehr von der Wahrheit festem Wort. Mehr von der Gnade treuem Hort. Mehr von der Liebe hellen Stern, mehr von dem Heiland wirst du kennen, so dass wir hier mehr mal singen, mehr. Und es steht dann von der das dort an ans Wort, mehr von der Wahrheit fastet wird, und die Gnade von der Treue Hort, und dann auch dort die Leib so klar dargestellt, als wie mehr von dort. Ich denke, ja. So ich denke, die Kinder, die Lurik waren noch Sonntagsschule, habe ich lange nicht konnten nur Sonntagsschule gehen. En wie wel nog maar ruim geven door ver. Ik ga niet een leidrijd gemaakt, zo weer eens, wenn Leid aan de jewe af nog hangen rond, dan zingen we dat. Wel, we abstonden zum Gebet. Ons leven Gott en Vader, dat du ons des dag maken is, en du deedst dem dag uitdrijven, dem zevende dag, du deedst dem zenen, du deedst heil je. Gott, du hast uns durch ein Bild gelaten, von overal wie hier. We zenen, heil je, neem ook ons uitdrijven van de arbeid en help ons dat te zijn, wo du ons aanwijzen, dat is die aantlitz te zijn en dat we oké worden. Help ons dus vermiddagen hier derg, te dienst namens ihr Herr Jesus. Amen. We hebben ons wat aan te zingen. Ich will streben nach ein Vers. Ich will streben nach
dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis das ich geben. Help man mich, so lauf ich vor. Bin ich matt, so ruft das Wort. Fortgedrungen, durchgedrungen, bis zum Kleinod hin. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Ja, leer haar ans nur die te loeren. Die auf den Herrn Haaren kriegen neue Kraft. Ja, ik zie dus al, die had kort Habakkuk gelezen. En zei wie dat zo klaar, hij vangt ook hem dit zo aan. En ik denk aan de vergane tijd wat we hadden, dan denk ik ook helemaal zo dat, nou, kan God het gleich zijn, kan het God zich gleich. We horen veel van, wo dingen, vielleicht, wo wir glauben, wo die zullen zijn. En we horen veel verschillende uitleggen over wat de tijd waar we bijna zijn. En dan heeft dat veel tijd om reden en ook om denken. En wem heeft het dan niet al eenmaal zo gegaan dat zoals ik al zei, dus David dat eenmaal gegaan heeft, andere psalmisten, we zijn hier, Asaf heeft het zo gegaan, dan Psalm 20. En dat hoe lang waren we nog? Manchmal dan zijn we bloos zo, loeren bloos, we hopen dat wat maar een tijd even gaan. En dan manchmal zijn we ook zo, dan worden we God maar gleich te zeggen, dat schaf je toch niet. Dat deze macht, wat de regieren deed, die vergt wat du hast, dat die door zo kan zijn. En wel we een beetje in Habakkuk lezen, hij heeft het ook een beetje weg derg, dan wil hij draaien dat hier bijna. En dat is mijn gedanke hier bijna. Dat waar we draaien doen door bijna, God zijn ontlets te zijn. Hier in Habakkuk sagt het, Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich dir rufen über Frevel und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Mühsal sehen und siehst den Jammer zu? Kann Gott dem Jammer gleich sein? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt über Recht. Darum ist das Gesetz unmächtig und keine rechte Sache kann gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum gehen verkehrte Urteile. Gleich bloß in dieser Hinsicht von der Zeit, wo wir sind, aber auch in anderen Stärke, manchmal dann jetzt wird Arrecht tau, und dann, dass wenn ich dort mäßig auflören kann, Gott kostet dort gleich seine, da wird Arrecht geurteilt, da wird ein Urteil gegeben und das ist nicht ein erreichtes Urteil. Also musst du auch trunken werden und dich verbergen. Nee, nu der weg de bovenhand je checkt. Welke Vers 5. Schaut unter den Heiden, seht, verwundert euch. Denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, welches ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Das wird Gott Habakkuk. Ich glaube, Habakkuk leeft, dus die in de profeten aangezaad zijn, wo sie glauben, wo hij geleefd heeft, dat als Joods Eier Israël gevangen weggeführt wordt. Oder Juda soll ich sagen. En dan kreeg hij hier ook nog een gezegd te zijn. Hij kreeg hier nog wat te zijn en wat God doen wordt. Hier sagt hij in Vers 5, schaut unter den Heiden, seht, verwundert euch, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, welches ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Denn siehe, ich will die Chaldeer erwecken, ein bitteres und schnelles Volk, welches ziehen wird, soweit die Erde ist, Wohnung einzunehmen, die nicht sein sind. Und wird grausam und schrecklich sein, das Gebäude und zwingt, wie es will. Das ist die Chaldeer, die worden so kummers dort. Und dann da redet hier wieder von, wo sich die repiert sind und all dort, wo die kommen waren.
Und dann in Vers 12, dazu, wo sich dort all dreht hat. Aber du Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, lass uns nicht sterben, sondern lass uns, o Herr, nur eine Strafe sein und lass sie, o unser Hort, uns nur züchtigen. Hier Habakuk können hier einmal sein, dort, sie haben in dieser Zeit was zu lernen. Und das ist vielleicht meine Frage von da. Was das in dieser Zeit? Was hast du gelernt? Was hast du geändert? Was hast du zu heute genommen? Hier sagt es, lass uns zu dieser Zeit bloß, lass uns eine Strophe sein. Deine Augen sind rein, dass du Übels nicht sehen magst. Hier steht er da, wie lang soll das jammerlich sein und du wirst das nicht sein? Und hier sagt er ganz klar, so hier haben seine, wo er antwortet an Gott, und seine Diener Augen, die sind ganz rein. Die wollen Gott das Übel sein. Den jammer tot zu sein. Warum siehst du dann den Räubern zu und schweißt, dass der Gottlose verschlingt den, der fremder ist als er? Dann jetzt hier war er wieder mit tun. Dort ist es, wenn den Verschhorker abgehorkt hat. Sie ziehen alles mit den Hamen und fahren es mit ihrem Netz. Das ist, wenn das so angefangen wird. Dann wollen wir in Kapitel 2, dann sagt er, hier stehe ich auf meiner Hut und trete auf meine Feste und schaue und sehe zu, was mir gesagt werde und was meine Antwort sein solle auf mein Rechten. Aber dort, wo ich versuche zu verrechnen, dann kriege ich hier eine Antwort. Und was dort wird sein. Der Herr aber antwortet mir und spricht, schreib das Gesicht und male es auf eine Tafel, dass es lesen kann, wer vorüberläuft. Das soll eine ganz offenbare Sache sein, soll nicht was Geheimes sein. Und was ist das? Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu seiner Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht ausbleiben. Ob sie aber verzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht verziehen. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Dann kommen wir hier, wo Habakuk das manchmal so klar sagt, der Gerechte, der wird sein Glaube leben. Aber der Wein betrügt den Stolzen, hier wieder Leviathan mit Eva, die Chaldäer, die wird kommen, das annehmen, und dat sie zichzelf voor de groot tonen, dat sie können ernst wat annehmen. En wenn wir andere Städte lesen, wofür sie würden kennen, annehmen, dass die Welt wird ungedaan sein, dann worden sie doch groß und dann schafft das nicht. Vers 6 am Vers fängt es so an, bei dem, der sein Gut merkt mit fremden Gut. Dann, ich denke, das hier in der Chaldäer, so das sind ja nicht da, nicht? Vers 9, bei dem, der geizet zum Unglück seines Hauses. Vers 12, bei dem, der die Stadt mit Blut baut. Vers 15, bei dir, der du deinem Nächsten einschenkst und möchtest, also wieder, wieder. Und dann im 20. Vers, im 2. Kapitel sagt es, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm stille alle Welt. Habakuk, ich gehe hier mit Bose hier weit, aber Habakuk, die ansehen, wenn er sagt, ich stehe auf meiner Hütte und ich höre, was von der Antwort Gott mir geben hat, dann sagt er, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Er kann das ganz klar sein, dass Gott ist in seinem heiligen Tempel. Gott hat noch nichts geändert. Er ist in seinem heiligen Tempel, er sei vor ihm still alle Welt. Erst am Anfang von dem Kapitel 1 an, Gott kostet doch nicht sein. Als die das kriegen, wie lange soll ich schreien? Wie lange soll es das sein? Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Wenn Gott durch so sagen, du nicht das weiter, dass Gott ist in seinem heiligen Tempel. Wo hat diese Zeit, was hat diese Zeit dann zu dir? Was hat die Zeit, wenn du was sein ist, du arg geurteilt wird, was hat das dann zu dir? Ja, hier wieder, Kapitel 3, dann sei er den, was ich nähern von, dass er sich so in Gott klar, dass so sehr klar ist wie Gott. Nu wollen wir treden op Psalm 20. Im Psalm 20 ist noch wieder, hij dat wieder Gott nennen, wie sie an ihr en dort hat Gott haft gedacht, das Volk Israel uit Ägypten rupt es hier in Vers 9, dann sah er das. Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt und hast vertrieben die Heiden und denselben gepflanzt. Du hast vor ihm die Bahn gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes. Das Bild ist hier,
dat God holt sich Israel uit Egypten uit. En dan vergelijkt hij Israël hier met een wienstok. Met een grote wienrank. Niet? En dan zegt hij hier, dat als de boy heeft door schot die maakt, en ganz van meer bij de stroom, wat zijn dat eigenlijk 100 of eigenlijk 1000 mijl, ik weet niet hoe wie dat is, dat zijn zeer grote wienstokken, een wienrank heeft dat je geeft. Zeer. En dit is wat Asap God hier met zo wijzen deed. Hier, als je dat toch, du hast dat uitgeholpen voor die wat je maakt, en dat laat toch zo goed liggen. Du hast sein Gewächs ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. Okay, das soll ich gerade sagen. Warum hast du dann seinen Sohn zerbrochen, dass ihn zerreißt, alles was vorübergeht? Warum? Warum hast du tun dann zwei Brüder? Warum hast du dann nicht so geblieben? Warum haben wir dann nicht so Schein gehabt, als wir das wollen haben? Es haben ihn zerwühlt, die wilden Säue und die wilden Tiere haben ihn verderbt. Somebody hat das konnt. Welche Schwein hat daran gewählt? Daran gemorchelt an dem Wind Gott. Die tun es doch gleich rum. Nu sagt er hier in Vers 15, Gott, Sebot, wende dich doch, schaue vom Himmel und sehe an und suche heim diesen Weinstock. Nu jetzt er trägt noch eins, das Weinstock, der wird so blühen, der soll heimgesucht. Und halt ihn im Bau, den deine Rechte gepflanzt hat und den du dir erwählt hast. Siehe drein und schilt, dass des Brennens und Reizens ein Ende werde. Seine Hand schütte das Volk, deine Rechten und die Leute, die du dir fest erwählt hast. So wollen wir nicht von dir weichen. Lasst uns leben, so wollen wir deinem Namen anrufen. Hast du nicht so viel mal ans Gebet gewasst? Lass uns doch mal normal worden. Mach mal mit diesem eng, dass wir waren die Nomen anrufen können. Herr Gott, Sebot, tröste uns, lass dein Antlitz leuchten, so genesen wir. Wann das dann in der Zeit ist, wo sie weitergeführt sind, ich weiß nicht, es Asap das mit angewasst, ich habe nicht ein Studium getan und dort, aber hier ist das Bild so klar berne, dass das erste sei das nicht wählen. Wann wurde blädern auf Psalm 137, bei der Revasch von Babylon, das sagt wie, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hingen wir an die Weiden, die da selbst sind. Denn dort hießen uns singen, die uns gefallen hielten, und in unsere Heulen fröhlich sein. Singen uns ein Lied von Zion. Wenn wir dann denken, das Volk Israel wird weggeführt, und dann dort bei der Revasch bei Babylon, da saßen sie, by the rivers of Babylon, there we sat down, da hat sich so doll gesagt, jo, da deit wir hiele, wann wir an Zion dachten, und so ist es an Zion, wir für uns sehr weggeführt werden, was wir noch schon. Weil wir hier im Psalm, tauen ich, dass der Wienstock, der wir ausgebreitet. Asap hat ein Bild von Gott. Er hat Gott sein Antlitz, kann er sein, dann hat er ein Bild von dort, wo dort sagt. Und dann kann er dem ganzen Wienstock, wo er so weit gerankt wird, wo er so viel Schotten geben hat, wo er so viel Wind drüber geben hat, dem kann er sein. Das ist das da. Ich glaube, das ist, was er ihm an der Kontreva sagte, in Babylon, behielt da. Sie wünschte, wenn das mal anders schwer. Hoppe hat es ab die Weiden abgehängt. Auf Englisch sagt Willow. Ich checkt, was ist ein Willow? Das ist ein Baum, das ich plante. Das ist von oben Dictionary wird sein. Und da hängen sie die ab. Eine Hoppe, zu der Zeit gebraucht wird, glaube ich, wenn sie mutig wären, wenn sie Gott dienen dürfen. Aber die hängen wir nicht zu sehen. Sie wären traurig. Und in dieser Zeit, wo wir gewahr sind, was habt ihr zu dir getan? In what way has God changed you? Ich dachte noch an David, wenn er viel so eine Psalmen geschrieben hat von Gott, kostet das gleich seine, weil Gott gleich mal ein eng machen damit, wo er immer war, du noch wenige deed, dass er sich noch Gott dreht, in sein Angesicht zu sein. Und ich kann David den, weil ich aus dem Mond sein, wo immer berne er wir
Hij deed God zijn Wille zeker. Hij deed dat wat God wil hebben. Wo immer hij bijna weer. Een dag, dan moest hij wegrennen van Saul. Dat ging hem ook niet schijn. En hij had niet alleen het, Saul dood te maken, hij deed niet. Een dag, ganz besonders, dan geht hij door de nacht, wo Saul slaapt, oder was het danach weer, weet ik niet, maar wo Saul slopen deed met zijn hertop, door wocht David zich ganz handig en hij vraagt twee van zijn, nou, wer wil met mij top? En einer zegt, ik wil met die top gaan en ze gaan doorheen. Wil ze door zijn en bed komen, dan slopen hij door Zosia en door bij Saul zijn Haupt, zijn Häupten Saul, zegt het door, in 1. Samuel 26, ich habe dort seine, da steht es ein Spieß. Da steigt ein Spieß in die Erden an. Ganz dicht beim Kopf. Das Abisai, der sagt zu David, David, das ist deine Gelegenheit. Weißt du, die schluppen da alle. Ich will den Spieß nehmen und dann will ich den Spieß, was sagt es hier? Ich will den Vers lesen. Da sprach Abisai zu David, Gott hat deinen Feind heute in deine Hand beschlossen. So will ich ihn nun mit dem Spieß stechen in die Erde einmal, dass er es nicht mehr bedarf. Hier ist Abisai und sagte David, dort, schlug alle, ich will den Spieß doch einmal anstecken. Das wird nicht mehr als einmal brücken. Das ist eine Gelegenheit von Gott. Und dann sagt David aber sprach zu Abisai, verderbe ihn nicht, denn wer will die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, wo der Herr nicht ihn schlägt, oder seine Zeit kommt, dass er sterbe oder einen Streit ziehe und komme so lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich meine Hand soll an den Gesalbten legen. Was ja wir hier sehen. Hier war so klar sein, das ist eine Zeit, das ist eine Gelegenheit. Und mir laat so David wie hier so dicht bei. Am Jenket nicht schein, und sie hadden hier eine Gelegenheit, und Abisai baut an, ich will das tun, ich will bloß einmal. Bloß einmal. David sagt, ich will nicht. Zijn hoort, wie jeder Umstände, wo er hineinkommt, da wie er gerecht an Gott zu denken. Na, weet wie Lothar da steht, wo er volle deed zu sind? Da wie er nicht. Op dit Port, wo er ein Hort hat, nach dem Herzen Gottes. Okay, das sind nur dann alle Bundgeschichten. Du von Habakuk und von das Volk Israel und von Samuel, das sind von alle Bund, wir haben nur dem Heiligen Geist. Nou, dan waren we mal door aan 3. Hoe de Heilige Geest uitgegoten is. 1. Petrus, kapitel 1. In 1. Petrus, kapitel 1, hier redt hij van, in 3. Vers, van gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel, euch, die eures Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass ihr offenbar werdet zur letzten Zeit. So hier haben wir all Teil abgenannt von der Reich Gottes. In derselben werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Auf das euer Glaube rechtschaffen, was seht ihr hier? In derselben kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Hier sagt, kommt het ganz klar uit, dat doen ik, wie worden dingen begenen. Anfechtungen, auf das euer Glaube rechtschaffen. Hier ist eine Ursache angegeben für das, was durch diese Anfechtung, dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird zu Lob, Preis, Ehre und nun offenbar wird Jesus Christus. Das Gold, das brucht hat, das brucht vier. Das steht in der Deur en ek. Die hat wat wie derich gaan. Dat wisdom dat de geloof reich schaffen wordt.
being much more precious. Du en ik, wie willen precious zijn. Wie willen rechtschaffen zijn. Wie willen rein het goud eruit komen. Dat waar we zijn. En dan willen we ook in deze tijd. Dan willen we ophieren met ons alles schwaar maken. Oder Geschichten opstellen. Oder die zijn dat hoog te heven. Dat mal Gott fertig zijn. Dat is oké, want wie Gott het zei, zoals ons het jeet. Maar wie willen dan oppassen damit? Hier willen we ons geloven laten rechtschaffen worden. Dat jet hier weer. En mijn hoofdgedanke wie hier nog bijna in vers 13 en dat eng. Met al dit, dat eng van ons geloven zal zo uitkomen dat het de zeilen zeiligheid. Dat is dat ziel, ja. En dan in vers 13, daarom, doorween, so begürtet die Lenden eures Gemütes. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Darum begürtet die Lenden eures Gemüts. Wer hat mal ein kleiner Junge gesehen, der mit einer großen Bachse anhat? Mit einer Wiede. Die alle manchmal aufrutschen. Manchmal rannte ihn und rutschen in der Rand und die rutscht irgendwo mit so einer Härchen. Er war ein Rutsch, die waren mit einer Härchen. Und einmal dann, wenn die war haft am Anschnallen, dann wird vielleicht mal ein Gold angeschnallt. Kommt so tot de Messie so taub. Das sind hier die Lenden. Hier sagt Petrus, darum so begürtet die Lenden eures Gemüts. Wir wollen nicht die Waranen an den Backen holen mit einer Hand, wie bloß nicht so fein daran. Hier sagt er, am Schnallen. Und, was wir am Schnallen haben, die Lenden eures Gemüts, ans Verstand, können wir sagen, nicht? Ans Mein. Und ich gleich dort, was hier im Deutschen sagt, Gemüt. Wir kennen Feile. Uns lädt dort nicht reich, uns fällt sich dort nicht reich. Und was immer dort ist, was wir denken dann, manchmal wo wir an, wir denken dort, das ist nicht unsere Sache zum Denken. Das jemand mir nicht wird. Und dann wird dort am zu schnallen. Darum, so begürtet die Lenden eures Gemütes, das seid nüchtern, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Okay, hier haben wir das. Weil wir uns Verstand mal am Schnallen, uns Gedanken, uns Gemüt. Wo wollen wir das am Schnallen? Gehen wir dort rein auf Psalm 20, dann sagen wir, drehen zwar trägt Gott. Und ich glaube uns, wir sollen wieder denken, drehen, als bloß dat we wel maar waar het als we gewend zijn en wel we waren zoals we dat gewend zijn. En dat is so ungefähr möglich. Habe ich nicht wieder 3:3, dort steht es im Psalm 20 so. Ich glaube Gott, hij checkt darauf, hij wist dat krijg wat er wordt draaien. Hij wist waar het wordt dran komen. En dan zegt Petrus hier zu uns, Gott sagt hier zu uns, beschnallt jene Lenden eures Gemüts. Dat wat we denken, dat wat we in ons hart aanlaten, dat wat in ons hart uitkomt, alles taub. Und setzt die Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi als gehorsame Kinder, und stellt euch nicht gleich wie vormals, da ihr in Unwissenheit nach den Lüsten lebtet. Dort, ich frage hier schon, was hat Gott in dein Leben geschafft in dieser Zeit? Haben die dort offenbart, dass wir zu leicht. Oder ich lebe zu sein, meine Scheingones. Hier sagt es, in Unwissenheit nach den Lüsten lebt es. Dort wird mir so sehr anwirrt, dort wird mir so sehr scheinjink. Sondern nachdem der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. So, das ganz genommen. Nou, ich wollte hier mal abhören, weil noch mal drüben geben zum Singen. Number 347.
Nu det, der finder von gelegenhed, what on to you. When I read how my Savior was nailed to the cross for the sins of the world to atone, oh, I feel so unworthy such suffering and loss, for I know in my heart what it means. I know in my heart what it means. Salvation, that word so divine, His Spirit has witnessed to mine, and I know in my heart what it means. When the gospel is preached in the name of the Lord by the Spirit sent down from above, my soul thrills with joy at the sound of His word, for I know in my heart what it means. I know in my heart what it means. Salvation, that word so divine, His Spirit has witnessed to mine, and I know in my heart what it means. When the sweet songs of Zion are floating above, and the saints all rejoice in the Lord, I am happy in Jesus and lost in His love, for I know in my heart what it means. I know in my heart what it means. Salvation, that word so divine, His Spirit has witnessed to mine, and I know in my heart what it means. And when others proclaim that salvation is free, when they tell of His soul cleansing blood, I too can rejoice, for He sanctified me, and I know in my heart what it means. I know in my heart what it means. Salvation, that word so divine, His Spirit has witnessed to mine, and I know in my heart what it means. Nog een lied weer? 350. 350. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptation? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a
faithful, who will all our sorrows share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge, take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Maurice, sure is een vrede was, is dit maar op te treffen. Oké, we hebben met bekend mogen opchecken. Maandag, daar op zijn vriend. Gleich, wenn we frap checken dan, zo goed wie zijn in de toekomst dan checken, dan staan we ons niet zo ver dat we moet wat weniger zijn. Dit een jaar als het 6 jaar was, zo het hier niet lang het. Toebereitung om te maken te uitdelen voor hem. Oké, vrijdag, Jugendsingstund. Vrijdag wird we dan een langere avond vrede had te brukken. En we zien dat nog gelijk het fernsehen over de opname dat Hans Kniltje zwaar krank is. Ze heeft een paar weken terug een nata surgery gehad. En nu hebben we een zinning gehad. And presently, longen and kidneys zijn ze issues have. So ze is nu in healthcare partners, ga ik het houden? Stemt dat? Dus nu in healthcare partners, via en via Noord in kwam hospital. Orange Walk of Crozal. En Orange Walk, via ze in hospital en ze is gisteren getransferred worden naar healthcare partners. Zo het jou wel denken. Een vrouw, als je rekent van alle zingstunden, dan bulletin is het niet knap gekomen. Wat, dat pot nog niet om schwankje draait. Yes. Oké, so die dank is je was als wel wat om draaien, zo is dat niet alles om schwank. Goed. Veel ingezet wat we gaan te maken. De eerste, vrijdag wordt gezegd dat we nog niet gezond, maar al gezonder. Zodat half al wat verholt. Dankzij voor de vrouw. Oh, weet je, al even noemen. Jacob Whiteman wordt hier van je gevraagd. Wie moet ja van gereed worden, maar dat we dat weer. Dus gezonder, maar nog niet terug gezond is het nog niet. Dankzij dan wordt nog een beetje vrouw over de boodschap komen. Ons hebben eigen zum Gebet. Herr Gott, we know ons te die. We wollen ons te die. We willen die ongezicht zijn en dan genezen. En we hebben Hans Kniltje nog die, deze zuster, dat je kan zich afgeven die en de familie wat er werken deed. Dat ik al dat je doen te die de leven die dat is ook zo wat er niet zuerst is wie het worden wensen gleiche. Maar haar du was ons geloven reich aufgemaakt. Dankzij voor die arbeid wat je doen was.
Wir beten für Abraham, wenn er jemand eine Botschaft bei deiner Welt muss, am abfallen, dass er mit Freudigkeit uns reden kann und dass wir gerne gestärkt in Gebet worden, uns glauben können, was durch Jesus Christus. Amen. Maar God is ons dan wel gnädig en heeft ons een nieuwe dag gegeven. En waar we door bijna ook denken aan de ankeraffair. Ik wil iedereen de vrede van God, niet Gottes wensen, wat er toch al gedaan hier is Esper. En ik denk, ze hebben wanneer je denkt, wanneer God te mij redt en je hebt mijn aanleggings van wat te reden. Dan heb ik daar vielleicht 2 Monate met geschafft. Dan heb ik een halve stunde tijd om dat deel brengen. Dan vleider mijn lap een halve stunde. Dan is het een 1 uur aangekomen en 1 hart. En dan wat heb ik ervan gegeven, wat wordt ervan gegeven. Dan zit me zo, dat is wichtig dat je beet wordt voor zijn verhältnis van onheiljes aanleiding wordt het niet gedraagd te geven. Dus ik ben afhankelijk van de juiste aanleiding dat het raakt te bereiken. Dan heb je zeggen, maar ik had veel dank schuldig dat hij die gelegenheid maken dat we kunnen den wij einer tot dem anderen communiceren en dat dergelijke laf van dergelijke uren van een hart en ander aangaan kan. Dat is een wonder Gottes wat er zijn gedaan. Ik wil komen op de reden van de wapenrusting. En de wapenrusting heeft een paar zijden. De ene zijde is de beschützung, wat God ons beide deed, we kunnen ons onja verkrippen. En de andere zijde is dat we ook geen stand zaten. Wel, de beide zijden we checken van nou. En was Paulus daar met ons neidig via op Pfizer Zaas te schrijven. En dan gaan we prima checken. Jij ziet in ene weer. Dat ik schak je zoals schop aan je wil. En dan weten we dat veel schutz, want de schop aan je wil, en schop het zeer fijn voor de wil. En Jezus zegt, in der wereld habt ihr Angst, so dat is we wonen in een stad waar we angst hebben. En dan, en Jezus in gebed, daar had hij bijna dat hij het beden, dat we willen bewaard blijven voor de meisen. Zo we leven in een stad waar je voor is. En Petrus zegt, de twijfel leert am Heer is een morale leven en zie wem hij wat afslagen kan. En dan door hieraan zegt hij, en zo'n lieden jet over de alle breiden aan de wereld. Zo die je voor wat er zijn, die zijn over de ganze wereld gespreid. En we hebben alle poorten aan. Er kan keiner zijn, dat kan ook geen verzoeking gehad kan, geen lieden gehad kan, geen zwaardigheid gehad. Die komen over alle mensen. En Johannes zegt, er worden falsche profeten komen. Er worden een vals leren. En een andere vers noemt dat een antichrist. Hij zegt, die is al in de wereld. Die wordt er geen Christus geschapen worden. En Paulus zegt, no mijn afscheid wordt gräuliche Welfe komen. Wat de Heer niet verschonen worden. So, dat heeft een oorzaak waarom Paulus danach ans die wapenrusting verschrift, dat hij ons weten laat dat God heeft door schutz handgezet voor ons. Zo we mal
een klein beetje aandenken aan, zoals ik al zei, wanneer ze soldaten uitleren dan, er zijn twee hoofddingen wat ze dan leren. Eén is, waar ze zich beschützen kunnen, dat ze niet, dat anders wat worden, wenn een Krieg is gefährlich, so ze maar de training geven, waar ze zich beschützen kunnen, en de andere zijde is, waar ze fertig kunnen. En so we willen van de eerste ene zijde bechecken. En de soldaten wat je leert, ze zullen zich lager groeven, door we erop aankomt dat we ze de area waar de vet wat zijn, dan zullen zich lager groeven te aankruipen, wanneer je voor is. Wanneer ze aan een laagpannen zijn, dan kan je even in 4 eeuwen gaan naar boven en aan het water naar. En de tankers gaan daar boven even voor en ze zijn toch safe. En wat ze nog doen is zo'n zaak afvliegen, dan hingen zetten. Wanneer hem zo'n zaak kan niet uitschijten. So dat zijn dingen wat ze leren om zich beschützen. Zo in Epheser 6, van 10 tot 17, eerst en volksmal weer bechecken. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listige Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. So de gevoel we bijna stonden, dat heeft met de diester macht te doen, met de böse Geister, wat ons wel toezaten. Deshalb ergreifen die ganze Waffenrüstung, auf dass ihr an den bösen Tagen wohl ausrichten und das Feld behalten könnt. So steht dann umgürtet an eure Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Umgürtet, we hadden eerst al een aanleiding al van umgürtet, met dat we het gemiet dat wel manchmal op een doel flitsen en dat is zoals een loker wat in Berlin hangt, wat er fladdert van de wind komt, zo dan maar te winnen wat er maar in een vastgebonden. En hier zegt het, we zullen umgürtet zijn met waarheid. En dit is de eerste ding wat de Zoton brokken deed. Dat is een waarheid met verdrijven. Dus hij door een garten eiden te eifen deed. Dat hij denkt wel zeggen dat God heeft niet zo gezegd. Maar hij zegt, God heeft niet ganz zo schlimm gemeint. En dan zegt hij, en God weet dat, du was klug worden. Wanneer du van het eten was. En dat vangt aan gedanken aan te draaien. Dus hij vangt aan leed te leven. En dat wil we maar even oppassen. Dat we niet meer worden aanvangen op leed waarom te denken. En so dat is een grote schutz. Wanneer we ons daarvan weghouden van op leed waarom denken. En aan de gerechtigheid, dat had je die weer aangetaan met een panzer der gerechtigheid. En een panzer, dat is ook een geweer, wat je voor afweeren zal. En de gerechtigheid. So de einzige gerechtigheid wat we hadden als Jezus in bloed. Zoals de Egypter dat bloed aan de pols dan smeren zullen bij de deren, zo valt ons dat aan dat we dat bloed aan onze deren hebben aangesmeerd, dat de widersacher daar voorbij gaan wordt. En we willen manchmal zelfsgerecht zijn, oder we
wir planen uns ein Ding uit, wo wir nicht schuldig sind. Und das ist alle nicht jährlich. Aber das klarhouden, dass wir verloren uns an die Reitigkeit, die liegt an Jesus im Blut. Dat zou ongedaan zijn met Jezus in bloed. En vers 15, daar zegt het, met den Beinen gestiefeld, op een übersetzung, in deze übersetzung heb je beschuwd. Zo stil wäre schuldig, halt sich gleich, aber dann fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Und so das Fried, so schön als wir so handeln, dass es anfried ja verschmieden im Nächsten, dann sind wir in Gefahr, dass der Soten da kann was Zwischen bringen, dass wir nicht mehr sicher sind. So die ein Evangelium, da meint eine Noorreich. Wir zullen alle die drei zijn, om de Noorreich van vrede over deel brengen. En wanneer we daarvan val zijn, van de Noorreich van vrede, dan willen we ook niet in zaak onreden. En dan een schild des Glaubens. Jezus zei tegen de Israëlieten, dat ik al lang wilt je verzamelen in mijn vlechten, zoals een klakker checkelt dat. En je had niet gewild, zegt hij. En zijn wie waarlijk aan Jezus in de vlechten te stellen, en Jezus in de aanleiding. En wanneer Jezus in de aanleiding eenmaal niet meer goed is, dan komen we aan de gevaar dat de hoofdjes antwoorden te houden krijgen. Maar zolang we aan Jezus in de vlechten zijn, dan gaan we die geen staan. Dat zegt je dat de Pfeile des Bösen uitgelachen worden. So, wanneer Jezus zijn vlechten er verhält, dan komen die Pfeile nicht bij ons. En dan vers 17, daar hebben we Helm des Heils. En wat is een helm des Heils? Ik geloof dat redt hier van, we zullen het klaarmaken dat we de heiling te houden, de salvation te houden krijgen. Wenn alle verlassingen metro, dat sei veilig. Wenn wer sich am Foto geschnitten hat en de jet hem geriezet, er kan tetanus komen en er kan aankomen. Dus sehr klar maken dat we niet met alle verlassingen ramgaan. Dat we niet eenmaal weer krank worden. So de alle verlassingen der Jezus Christus aan een heiling brengen. Dat we niet eenmaal krank worden durch. En dan is nog das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? En wat is Jezus' tijd? Als er so einen Abend käme in Versuchung führen, dann sieht er, die Bibel sagt es das. Und das war der Feld, dass wir Recht hatten, verholen, dass wir nicht ans Verleiden lassen, das ist einfach das anfangen, die Anwahrheit, wo wir zu denken, und dann anfangen zu glauben. So dat wordt Recht haben. En waar we dit poort nu, we hebben nu becheckt, waar we kunnen beschützt blijven. Waar we dat een klimaat aan hol zaten, dan wij kunnen een geschichte intussen nemen. Dat is de geschichte uit 1 Samuel, die is aan 3 kapitels, van 13, 14 en 15. Ik wil niet lezen, ik wil bus samen dingen uitnemen. Dat is waar we Saul, die had al een paar maal en nadat kreeg je in de Philister gehad. En nu had hij die zoveel opgemerkt, dat nu kwamen ze maar really kreeg voor hem aan. En dan wordt hij aan, die komen met 30.000 woes. En daarna zoveel mensen te fout dat er niet te talen gaan. Komen die op
En dat recht hem ziemlich ab en hij raadt en zijn volk ramen en zie ik mensen op tem jeen die gaan. En hij fängt 3000 Mana, aber sie haben nicht Schwierz. Und sie fängen nicht mal in Schmied machen, dem Schwirzbühl. Janses hat es da gleich nicht gehört, die Zeit. So, hij fängt 3000 Mana taub, aber Ramblus Saul und Jonathan hat ein Schwert. Und diese andere 3000 haben nicht ein Schwert, und da meine ich den Krieg gehen. Jenen Volk, wat 30.000 woes had, nach Manchester fout. En ze weer in een zeer schwer verhältnis. En so sie komen schließlich bij op dem Borg, wo sie das Volk sehen nicht kennen, an dem Valley. En Saul staat er aan een boom. Dus ik nog even op te aan wat voor een boom het is. En bekijkt zich de vien daar. En als ze dat volk daar zijn, dan zijn er 600 mannen wat er bij Saul blijven. De anderen versterken zich in een lager. Dus er de training geweest is, dat wanneer je voor is, dan een lager aan kruipen. Dus soldaten getraind worden. Dus die weer een lager aan kruipen. En de andere 600, die stonden daar en checkten. En Saul zelf, die gruwelt zich daar. Het was ganz roodloos wat nu te doen is. En wat wil we doen aan zo'n verhältnis als dat? Nog een kleine gedanke hierbij. We hebben een zeer christelijk ding geleerd van onze verouder Herr, dat weerloos zijn. En dat we niet Krieg führen, wie da nicht einer jeden anderen uns wäre. Aber mir als die Frau angekommen, jaffet sind, dass wir jästlich mal immer wehrlos geworden sind. Dass wir auch in unsere Leiche satten und grillen da. En laten ons van zoten overronselen. Depression kennen wir uns nicht, aber wir kennen, dass Menschen sehr viel, sehr bedragt sind. Aber Depression werden wir nicht nennen. Sind wir wehrlos geworden, sind wir geistlich wehrlos geworden? Wo ist das Verhältnis? Die Wandlung, was hier jeweils, da wir ein Jonathan, was man einmal sieht, dem Haar ist es nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Die ganze Volk fokussiert an die direct woes. Ein Jonathan hat seinen Fokus nach Hause gedreht und checkt nach Gott. Wo ist unser Fokus hingedreht? Sehen wir Gott in die Verhältnisse, die wir beginnen? Oder sind wir eine Leier? Die schuld te veel, bedrag zijn, alles schwierig laten, moedloos. Dat zijn alles dingen wat er passeren, wanneer we geestelijk weerloos geworden zijn. En Saul en Jonathan hadden een verschillende focus. En maar eenmaal te zijn dat hem haar dat niet zwaar is, een mens voor u te helpen. Dat is een zeer grote wandel in leven. Ik weet niet of het aangeworden is, dat ik hier met 5 uur en 13 vers een paar weer uitje laten hebben. Waar is het aangeworden? Die een lezer laat ik een paar weer uit. Dat is een paar weer wat de tweede part hier doen.
dat sagt door Widerstand tun. Deze wapenrüstung, wat ik eerst heb nadeed, die werden van dort fort, damit wir kunnen beschützt blijven. En du hast nog een andere zijde van ons Krieg, du hast nog meer Bereitschaft te hebben, waar we manchmal tijd zijn, als dat schwer te nemen en te gaan. En we zijn niet van die Israëlieten wat geen schmeedman aan ons hebben. We hebben een schmeedman wat dat wat krijggereedschap beheert. En dat brukt, er zijn aanstaan verschillende tools die gegeven worden, dem Krieg te vieren we bijna zijn. En als we zijn niet beroepen, te mijn Lager zetten. We zijn beroepen te mijn Krieg gaan. Deze ding wat ik eerst al lezen deed, dat we kunnen beschützt blijven, die zijn zeer wichtig. Maar dat is niet alles wat ons gegeven is worden. En dat is nog wichtig dat we in de rechte Bereitschaft op een rechte steed brokken doen. En ons als nieuw Bereitschaft gegeven worden. Nog een beeld van Spanje heeft jaren terug al een Krieg gevierd. Ik weet niet meer wie een land het is. Bijna wie een land wat daar een grote stad dicht meer had. Ze bouwen zich een grote schap van halt. En hadden een grote kanonnen boven ten Wietsheiten. En ze hadden een machine met ten Steiner schmieden. Hadden ze die Steiner 4 heit gemaakt. En die in de stad gesmeed en dan daarmee hier verbrannt. En dat is een stadje was wat niet red weer verkreeg. Ze hadden on je zek nog gezegd of er eens weer wat haft hem weer. En ze vangen niks. En schließlich vingen ze daar op een carpenter met een axe. Zo zij schaken die man met een paar andere touw op een kleine boot en schaken hem ten Krieg. Zo wat kan een man met een axe jens een grote schap vol soldaten en grote kronen. En zo dat kwam daarna naar het schap. En dat schap had zijn grote kanten. En kwamen ze door onje voor. En de kanonen die kunnen niet door hem aanschieten. Ze werden gewoon safe en kunnen niks worden. En zo wordt dat. Hij vangt aan lachen te haken aan het schap. En wie zouden ze denken, zo'n grote armie als dat er schap boven weer, een mens met een axe handschaken, dat is ganz dam. En over voor het morgens weer het schap ongegaan. En dan hadden met de axe een lachen aan gehakt. En zo, het rechte Bereitschaft, op een rechte steed. Zijn dat Geselgereitschaft ist ans mehr als ein Bereitschaft gegeven worden. Wir haben verschiedenste bij de Bereitschaft. Dat eerste Bereitschaft, dat is hier in de Pfizer, dat is im 18. Vers. Dat zegt, en betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht eben damit in allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen. En dat is een Bereitschaft. Wat God ons gegeven heeft, dat we beden zullen. Ons focus naar God reizen als Jonathan deed. En niet probleemfocus zijn. Wanneer we ons focus dan naar het probleem draaien, dan zijn we een grote gevaar. Maar draaien we ons naar God, dan ons God aanbevelen. En ook voor anderen beden. Niet bloos ons zelfs, maar ook voor anderen. Dat is een geweer wat ons gegeven is. Om geen aangaan, geen probleem, dat naar God te brengen. En het andere is danken en vrij. Rejoice. En dat is een zeer aanmakkelijk ja.
wenn dort Tool mit durchgebracht, wird ein Problem abkommt. Wenn ein schwieriges Problem für uns ist, dass wir dort Gewehr handhieren, und das ist sehr schwer daran zu brücken. Wenn wir uns grülen und ein großes Problem für uns liegt, wir wollen uns dann frei und rejoicen. Das ist meist anmählich. Und die Jonah sich, die Jonah wird am Vers und er beten, praten. Und am dritten Tag, man fängt an zu danken. Dann spricht die Vers mit. Und wer wird am Vers danken, Jonah? Und Jonah kann betonen, dass er deed. Als de volk Israël Jericho aannemen deed, dan gingen ze de Ramen der Stadt und zongen Danklieder. Dan valt de wijn door. En Paulus en Silas im Gefängnis waren, als sie eerst Danklieder zongen und Gott lovreden, dann gaf het niet beben dat ze los worden en zoveel mensen zich bekeren kunnen. En Schwierigkeiten hier dat Gewehr van danken en loven han. En steht doeldig en prachtig. En daartoe brauchen wir een vision te hebben van God. Wenn wir Gott nicht kennen, dann wollen wir nicht loben. Und warum das Fan schaffen dat, als wenn wir können nicht Gott danken, ohne dass wir an ihm denken, ohne dass wir an ihm gedreht sind, ohne dass wir seine Hand sein. Und ein Ding so wir gelehrt haben, an der Titel wir leben, dass Gott mit jeder schweren Verhältnis was beschenken will. Und wir sollen gelehrt haben, hängen an das Problem, hängen checken, sehen, was Gott beschenken will, mit einem Problem, wenn abkommt. Ik beleefde eenmaal dat een man tijdens morgens bij ons in de deur was. En zei dat een mens im dorp heeft gezegd, hij wil mijn broer doodmaken. Zei ik hem, halleluja. Ik kan die mens wat hij gezegd hadden. Ich will bloß Gott danken dafür, dass er das gesagt hat. Wenn dort macht der op, dort ein Verhältnis unterfutter geht. Wenn der erst, der hat keine Gräb zum Antworten aufmachen, dann können wir nicht aufkriegen. Aber wenn da einmal eine Gräb an ist, dann können wir antworten. Und binnen 2 Wochen stond die Mensch in de kerk ab und bekend wat hij voor gedanken gevierd had. Hij wil hem doodmaken. So, dat ging aan te voeten. Dat ging aan hem die betternis te schaffen. Dat ging de lust te helpen die in Christus te brengen. En daarmee, wanneer we rejoicen wanneer een probleem opkomt, dat we daar zijn, wanneer we zijn al, dit is een gelegenheid, dit is een greep die we aanvoeten. Dan gaan we rejoicen wanneer een probleem opkomt. So, dat is een bereidschap. Rejoicen is een van de bereidschappen wat ons is geschonken worden, te nemen en terug te vieren. So, dat is niet dan de rechte tijd te beden, seufzen, praten, dan te rejoicen, wanneer er een probleem voor ons ligt. Wenn wir sehen, dass Gott hat einen Plan damit. Und das Jonathan sagt, das ist dem Herrn nicht schwer, der viel oder wenig zu helfen. Und als hier auf die Nachricht kriegt, dass sein Fei und Arbeiter und Tschengen und alles was wir, dann sagt er, der Name des Herrn sei gelobt. Gott hat es gegeben und Gott hat es genommen. Und nu blijft nog zelfs nog even als Gott loven. Wanneer we eenmaal gouden door hebben, dan is het te beden. En mediteren en God zijn verspreidingen en God zijn weren. Wenn
wenn wir nicht da rein machen, dann, wenn wir erst im Trouble sind, dann danach sehe ich gewoon, das viel te lot. En ein Begriff ist, Jesus sagt, liebet eure Feinde. Wenn die Menschen abkommen, die uns Trouble machen, denen sollen wir leben. En dann dürfen wir nicht, wenn die Soten abkommt, dann sagt widersteht ihm fast. Ganz klar dem Jenstone. Aber kommt ein Mensch, dem sollen wir leben. Man wird da einmal eine Gerätschaft zu holen haben, und der Soten kommt ans Versägen, und man dem dann das Tool von Leben, das passt nicht haben. So wie man die Lehre, Wohnbegerätschaft, ab wann steht gebraucht wird. So wenn Menschen das Problem sind, den können wir gewinnen mit dem Leben. Und den dürfen wir nicht resisten. Die Menschen dürfen leben. Aber dem so tun, dem dürfen wir da stehen, am Glauben. Und wir haben die Gerätschaft gekriegt, dem so tun, zu da stehen. Und dann haben wir vielleicht die Frau, meest einmal dat zo tun, dat een mens schaffen. Wat gaan we dan met aan? En Paulus zei, als hij erom ging predigen, dan weer door een kerkje, wat dat zei, manchen Tag kwam hij aan hier aan en zei tegen de mensen, dat brengt je in de waarheid. Dat redt van God. En am Ende dreht Paulus sich und sagt da, ich gebiete dir im Namen Jesu, dass du ausfährst von ihr. Wenn man einmal ein Geist und ein Mensch ist, dann weiß man nicht mehr, wer wir dem Mensch war tun oder dem Geist. Oder, und wenn dem Geist kann rüttreiben, dann können wir mit dem Mensch Gemeinschaft haben. Laat de mens zich niet in Jezus uitdrijven, dan gelijk maar de mens ook meiden. Wenn we durven niet onderdrukt worden van zijn mensenstad. En we hebben nog maar 2 Korinther 10, vers 4 en 5 nemen. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zu zerstören von Festungen. Wie man einmal in Gereitschaft nehmen und festgesagte Dinge, was man versteht, nicht in der Loch sitzen bleiben. Wir zerstören damit kluge Anschläge an jede Heuche, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken unter dem Gehorsam Christi. Alles, was an uns nennen will, was an sie Gedanken will verdrehen, an sie Gedanken will nun Problem fokussen, steht nur Christus, das dürfen wir einmal festnehmen und dort unter dem Gehorsam Christi nehmen. Und wir können festgesagte Dinge und die kluge Anschläge, das ist die Soten da mit einer Eifer kam, und er hat eine sehr gute Idee für Eifer. Du bloß von dem Baum eten, dann war die in Ägypten waren, du warst mit Gott glück war, du warst krachtig glück war als Gott, und du warst von dem Baum eten. Sehr gute Idee kam da ab. Und dann einmal nochmal wie der Schwert nehmen, und dann in dem Soten war stehen. Dass wir an sie Gedanken und ja Christus gefangen nehmen, dass wir Wahrheit denken, wo steht an Wahrheit und nur denken worden. Weiter sagt, sie alle dem Teufel falsch war stehen. Und ungetwiebelt, wenn der ans non kommt. Nach einmal ist es verschiedene Gerätschaft. Das erste hat wir das Gebet. Dat top aan met deze anderen. We dan rejoicen over hem gebed,
En de zoton waar stonden over hem gebed. So dat gebed is really that cover around deze andere alle. En dan is daar de life, love never fails, zeggen ze. So, en onze vriend met life waar aan het heen komen, dat wordt something doen, de lota. En so dan wanneer de zoton komt, dan geen stonen. En wanneer Schwierigkeiten komen, dan rejoicen, wenn dat Gott heeft zijn hand gemaakt, hij wil ons voor wat beschikken. En een grootje weer is Gott zijn größe nodenken. En wanneer we daarover bijna denken, wat Gott voor ons gedaan heeft en wat zijn macht is en hij alles gemaakt heeft en hij even alles is, wanneer we daar bijna denken, dat is een zeer grootje weer wat we kunnen hebben. En dat wordt ons sterk maken. So ik geloof, we hebben tijd op te staan en dat je weet te nemen wat Jezus ons gegeven heeft, dat we kunnen bestaan en we niet daarover bedrag zijn. Jezus zegt, u zijt zur vrijheid berufen. We zijn beroepen om een vrije hart te hebben. En wanneer we bedrag zijn, dan waren we ons dan kameren. De gereedschap is door. We zijn niet van die wat een volk wonen, we niet gereedschap is. Gereedschap hebben we. Het woord Gottes heeft genoeg aan te bieden, dat we kunnen vrij zijn. We gaan opstaan te bidden. Zo dan we danken die, dat vooral wat du bent over alles, du hast alles gemaakt. En du bent zo groot dat du over alles bent en du bent zo einzelt, dat de jeder een zijn hart apart bijna schaffen is. Daar prijzen we en danken we die verder. Dat je uitgelaten is. En wanneer dan een gevaar is, wat over alle breiden in de wereld, over alle geschwisteren, alle mensen is, maar dan is die hand ook over alles. En we danken voor dat gereedschap wat u ons gegeven hebt, dat we kunnen geen die zoten zijn machten stonen. En wanneer eens wat niet klaar is gekomen haar, moest u het aan de harten openbaren en dat we kunnen alle gelijkelijk worden en dat kennen durf bedrag gaan er een schuld viel, maar du hast de schuld aan Christus alle betoeld. We gaan niet nodig om erom te gaan. En we willen het altijd die noemen verherrlijken en die loven en prijzen. In Jezus noemen. Amen. Nummer 249. Nimm du mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich harre, nimm mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Prüfe, erforsch mich am Gnadenthron. Weiß den Schnee her, wasche mich rein, dass ich dein eigen ewig mag sein. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn, mit deinem Geiste jetzt in mir wohn. Sei in dem Herzen
Ik denk dat past er zo recht bij dat we zingen dat Jezus ons wird ganz aannemen. Nimm du mich ganz hin. En dus die tapfer, du met een toon met het blad, wat trajvormen deed. En dat, ik heb zo klaar zijn dat God wel ons ook trajvormen. En ik ga ook met de gedanken bij die waffenrüstung toen ik wijze saß, die Schledels, dat gereedschap voor ons geeft, die tools, die zijn zo wichtig. En manchmal hebben die vergeten te brokken, manchmal hebben we met vergeten wel we die brokken zullen. En ik geloof, we zijn van nou opgemunterd worden dat we dat gereedschap, dat Jezus heeft, hij hangt om kruis en zegt, is het voor dich, hij heeft het alle gewonnen, hij stond op, hij wijst de dingen, hier zie ik, en zo'n kracht, dat staat te gaan. En zo, ik ook niet alleen het, de bijna te wonen, we zijn in deze laatste tijd. Ik had met een gedanke van, als we van nou, wo de buiten aan het uitschrijven die boodschap, daar schnijd ik dan weer aan, wat je nog wat zei te allem. Ik kan dat niet ganz kort afsnijden. Ik geloof het is wichtig dat we, dit is een poort, wat we, wanneer we hierin willen te kerk voeren. En dan is het ook wichtig te prüfen, wat willen we bij de kerk. En wat van dat hebben we nu gekregen. Maar ik denk dat naar de kerk voeren is niet bloos te aannemen. Dat is een wiederreken. Zo, bitte, wanneer je een trafen, maak wat van dat wat we hier hebben. Of van wat je in de tijd en je hart met hebben. En Greendale had laatst in de boodschap wat een beetje dat ging. Wat wel we zo hier een verzameling gaan, dat schijnt mij passend te zijn. Dat link wordt nog gewoon weer te checken wanneer ze dat wil. Oké, wel we nog weer de gemeenschap vleien, wat we doen, alles te doen als dem Herrn. Ik wil hier een paar versen lezen zum Schluss. 2. Thessalonicher 2, Vers 16 en 17. Aber unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und hat geliebt und uns gegeben einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade, der ermahne eure Herzen und stärke euch in allerlei Lehre und gutem Werk. Amen. Sie Versammlung entlohte.